Herr Hopp, das diesjährige Musikfest Berlin, innerhalb dessen das heutige Konzert stattfindet, ist Luciano Berio und Pierre Boulez gewidmet. Zwei Komponisten, die mindestens auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Beiden gemeinsam ist die Neugier an der Befragung der Musik, des Materials, ihrer Tradition. War das auch ein Motiv für Sie, die beiden zu kombinieren? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, wie man die Musik von Pierre Boulez im Rahmen des Musikfest Berlin hier präsentieren kann. Und gerade dieser Zug zum Suchen, zum sich orientieren, das schien mir einer der Hauptaspekte in seiner Musik zu sein. Und man findet diesen Zug genauso in der Musik von Luciano Berio, in seinen weit gefächerten Interessen hin zur Linguistik, zur elektronischen Musik, zur Musikethnologie, das große Interesse an den afrikanischen Musikkulturen, an den Musikkulturen Asiens. All das findet man so im Prinzip auch bei Boulez. Und da dachte ich, das ist eigentlich schön, wenn man die beiden hier zusammenbringt. Mhm. Da ist ja noch ein dritter im Hintergrund, auf den wir später noch zu sprechen kommen, Igor Strawinski, der auch vordergründig nicht so recht reinpasst. Aber wenn man jetzt die beiden Komponistenpersönlichkeiten nimmt, der Umgang mit der Sprache oder die Wahl des sprachlichen Materials ist doch sehr verschieden. Bei Boulez diese wunderbare Dichtung von Mallarmé oder von Char, es gibt ja auch noch andere Dinge, und bei Berio hat man doch mehr den Eindruck, es sind aufgefundene authentische oder quasi authentische oder den Schein des Authentischen tragende Zeugnisse, so etwa wie Objet trouvé in der bildenden Kunst. Ja, das ist vergleichbar. Bei Boulez ist es auf jeden Fall die große artifizielle Dichtung, bisweilen hermetisch, esoterisch. Ich denke, die Musik von Boulez ist hier so unbekannt wie die Dichtung von Mallarmé, also den Dichter, den er vorzugsweise vertont hat. Bei Berio ist das der Griff in das volle Leben. Berio hat sich die Musik aus den Landschaften geholt, aus den Dorfkulturen, aus den Stadtkulturen, ebenso auch die Dichtung. Es finden auch häufig Materialien in seiner Musik sich wieder, die von Straßendemonstrationen und dergleichen kommen. Also der zeitgeschichtliche Bezug unserer Welt, unserer Gegenwart, der ist jedes Mal gegeben in der Musik von Berio. Und da unterscheiden sich die beiden Komponisten fundamental. Gilt das vielleicht auch für das Prinzip des Montierens oder des Kollagierens? Also bei Berio, Sie haben es angesprochen, zeitgenössische Dokumente, wenn man die Sinfonia nimmt, die ja einerseits kreist um eine Paraphrase, könnte man sagen, aus dem dritten Satz von Mahlers zweiter Symphonie und auf der anderen Seite eben Materialien von politischen Demonstrationen oder was auch immer. Ich scheue mich ein bisschen davor, bei Berio den Begriff der Montage einzuführen, obwohl er gerne mit ihm verbunden wird. Ich denke, das ist anders bei Berio. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Freund oder eine Freundin und Sie verlieren Ihren Freund oder Ihre Freundin oder Ihren Lebenspartner. Dann ist es doch so, dass nach einer Zeit auch jemand anderes doch wieder dazukommen kann, man sich neu verbindet. Und man würde nicht sagen, da wird etwas hinzumontiert oder etwas ersetzt, sondern es sind ganz einfache und schwierige und manchmal auch sehr schöne Prozesse der Neubegegnung. Und das findet genau in der Musik von Berio statt. Wenn er zum Beispiel die zweite Sinfonie von Gustav Mahler nimmt und dort neue Stücke einführt, dann sind das wirklich Prozesse einer Veränderung dieser Musik, die wieder neu zu leben beginnt und sich neu mit anderer Musik zu assoziieren beginnt. Das passt ja auch, ich glaube, Berio hat so ein Verfahren der Stufenverarbeitung. Also es gibt einerseits das authentische, gefundene Material anhand von Tonaufzeichnungen, dann gibt es die Volkssongs mit vorgefundenem Material. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber sprechen. Dahinter steckt ja auch eine wissenschaftliche, eine linguistische, eine sprachwissenschaftliche Theorie zum Teil. Ja, ich denke, die linguistische Theorie ist etwas kompliziert. Die geht zurück auf Roman Jakobsen. Beide haben sich gut gekannt und haben miteinander gearbeitet. Ich habe das hier für das Musikfest Berlin im Programm etwas einfacher gehalten, weil ich doch eigentlich möchte, dass das Publikum einen unmittelbaren Zugriff auf die Sachen bekommt. Wir sind ja auch kein Hörsaal, sondern ein Konzertsaal. Und ich habe versucht, diejenigen Werke von Berio zusammenzustellen, die auch von der Entstehung her und auch von ihrem Klang her miteinander was zu tun haben. Und ich habe so eine Serie hier an Werken zusammengestellt, der ich den Titel gegeben habe, Folksongs. Folksongs ist tatsächlich ein Titel eines Stückes von Berio,
indem er unterschiedliche Lieder aus anderen Kulturen genommen hat und sie instrumentiert hat. Er hat die Melodien so gelassen, wie sie sind, auch die Texte so gelassen, wie sie sind. Und er hat ihnen Instrumente, die wir aus dem Orchester kennen, hinzugefügt. Also er hat ihnen sozusagen ein besonderes Kleid jeweils gegeben. Und es gibt andere Verfahren bei Berio, wo er diese Melodien genommen hat und er hat sie in die Instrumentalsprache transformiert. Besonders in dem Konzert für Viola und Orchester, Voci genannt. Und das ist ein sehr interessanter Transformationsprozess, weil wenn Sie über Sprache nachdenken, müssen Sie über Vokale und Konsonanten nachdenken. Und dann müssen Sie, wenn Sie diese Musik versuchen, in die gesungene Musik in Instrumente umzuwandeln, müssen Sie überlegen, wie man diesen Vokal- und den konsonantischen Klang in den Instrumentalklang hineinbekommt. Und das passiert in Voci. Also es gibt einen großen Geräuschanteil, es gibt wieder starke gesungene Passagen, sehr viel Perkussion und all diese Dinge drin. Ein ganz anderes Verfahren findet sich dann in Coro, was wir heute Abend hier gehört haben, wo Luciano Berio auch wieder Texte aus allen möglichen Kulturen zusammengesammelt hat und wo auch Passagen vorkommen, die sehr folkloristisch klingen. Das sind aber alles selber komponierte Melodien von Berio. Das heißt, Berio ist in diesem Fall so stark an diesem folkloristischen Idiom der einzelnen Kulturen dran, dass er sich erlauben kann zu sagen, so, das mache ich jetzt selber. Das könnte man ja fast mit Brahms vergleichen. Also die ungarischen Tänze enthalten auch keine ungarischen Melodien, sondern sind im Idiom dessen komponiert worden, was er damals als Ungarisch gehört haben mag. Im Prinzip schon, das ist eine ähnliche Virtuosität und eine ähnliche Kennerschaft auch der Materie. Einen anderen Fall haben wir bei Berio noch, und das werden wir am Montag hören in einem Konzert, das Stück Naturale. Das ist auch wieder eine Volksliedmelodie, die man in der Bratsche hört. Aber dazu hat er Originalaufnahmen von einem sizilianischen Sänger genommen, die vom Band laufen. Das ist sozusagen eine Art Fotografie, wie wir das auch kennen aus Fotoalben, die hier musikalisch präsentiert wird. Also man hat im Prinzip die ganze Palette, um Musik zu integrieren, hat man bei Berio in all ihren Möglichkeiten hier im Programm. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen auf Coro. Es ist mal gesagt worden, die Musik war für Berio ein Weltenmeer, er war ein musikalischer Weltreisender. Es gibt auch diese Metapher, er wäre gerne Kapitän geworden und auf den Ozean gefahren. Das hat er ja dann mental sicherlich gemacht. Coro ist eine große Collage, in der Texte, Sie sagten es schon, aus unterschiedlichen Kulturen einerseits präsentiert werden. Die sind verklammert durch Verse des zeitgenössischen Dichters Pablo Neruda. Die Frage ist, welche Funktion hat diese Verklammerung? Also was steckt dahinter? Zunächst einmal, denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass Coro, das Stück Coro hat Berio seiner Frau Talia Berio gewidmet. Und ich höre es eigentlich wie ein großes Hohelied. Es ist ein Zyklus. Das Hohelied kommt ja auch drin vor. Das kommt drin vor. Ja. Nicht in Gänze, sondern nur eine kleine Stelle. Auch da findet man, dass viele Passagen, so lese ich zumindest den Text, ersetzt sind durch ähnliche Texte, die er von indianischen Kulturen gefunden hat. Also es ist eigentlich ein ähnlicher Text mit ähnlichen Funktionen, aber jeweils mit anderen kulturellen Versatzstücken versehen. Und diese Texte gehen über die Liebe, über die Arbeit. Und dann kommt wieder etwas hinzu, was typisch Berio ist, diese sozusagen Zweisamkeit. Die wird jetzt hineingestellt in einen großen gesellschaftlichen Kontext. Und der gesellschaftliche Kontext 1975, 76, als das Stück entstanden ist, war natürlich der Putsch in Chile, Allende. 1973. Und das ist auch der Grund, warum der Text von Pablo Neruda drin ist. Wenn man das Stück hört, dann hört man auch in diesem Stück immer diese Bewegungen von einzelnen Solisten hin zur großen Masse. Und da macht Berio etwas sehr Interessantes, soziologisch gesehen etwas sehr Interessantes. Dass der einzelne Mensch und die Masse, das sind ja soziologisch gesehen zwei Extremzustände, die alles andere als wünschenswert sind. Und Berio hat dieses Orchesterstück
was wirklich zwischen diesen beiden Extremen immer hin und her fährt, hat dieses Orchesterstück strukturiert im Orchester, indem er immer einen Instrumentalisten und einen Vokalisten zu einem Paar verklammert hat. Die Zweisamkeit, die Sie das eben ist schon mal genau erwähnt. der Instrumentalist Ja. und der Vokalist, das ist sozusagen wie Mann und Frau. Und auf diesem Prinzip ist das ganze Stück aufgebaut. Das sind also kleine Lebensgemeinschaften, die zu größeren anwachsen und wieder zurückgehen. Gruppenbildung. Genau, und das ist, also dass die kleinen Verhältnisse des Alltags zugleich sich auch in den großen Kontext hineinwachsen. Und das ist das Spannende an diesem Stück. Es ist sozusagen eine große Liebeserklärung, zugleich aber auch in einem durchaus dramatischen und auch tragischen gesellschaftlichen Zustand. Das ist ja das, was wir tagtäglich erleben. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie sehr die Musik von Berio in das Leben hineingeht und auch aus diesem Leben eigentlich sehr gut heraus zu verstehen ist. Von da ist es natürlich, aber zum Glück hat man ja eine Pause im Konzert, ist es doch ein Sprung zu Strawinsky, dem zweiten Komponisten des heutigen Abends. Er war für Berio und Boulez wichtig. Sein Werk gab beiden als jungen Komponisten entscheidende Impulse. Und in Pulcinella, denke ich, das ist ja seine erste neoklassizistische Komposition, macht Strawinsky etwas, das wir auch bei Berio finden. Er transkribiert Vorlagen, Kammermusik von Giovanni Battista Pergolesi, Domenico Galli und anderen Komponisten des 17. Jahrhunderts, aber er transkribiert es nicht einfach, sondern er komponiert es praktisch neu. War das auch die Idee jetzt, Pulcinella, die ja dann in einem ganz anderen Jahrhundert spielt und natürlich Commedia dell'arte zum Hintergrund hat, vielleicht sollte man das kurz noch sagen, es ist ein Spiel der Musik auf der einen Seite, es ist ein Spiel mit Musik von Strawinsky und es ist ein Verwechslungsspiel im Stil der Commedia dell'arte, die Pulcinella, dieser tölpelhafte, aber doch sehr bauernschlaue Diener, der unverständlicherweise vielleicht für uns angehimmelt wird von hübschen jungen Frauen, der wird von eifersüchtigen Galanen bedrängt, die ihn umbringen wollen. Am Ende gibt es natürlich ein Happy End, jeder kriegt seine Frau. Also es ist ein Verwirrspiel auf verschiedenen Ebenen und das spielerische Element ist vielleicht ja nicht so ganz typisch für Strawinsky. Naja, im Umgang mit anderen Materialien, die Schon. nicht Design sind, ist das sehr typisch für Ja. Strawinsky. Und ich denke, das ist auch der Punkt, der ihn mit Berio verbindet. Übrigens denke ich auch mit Boulez. Nur das Interessante ist bei Boulez, die Materialien, die er sich von anderen sozusagen besorgt, die eignet er sich derartig an, macht sie zu seiner eigenen Sache, dass man das nicht mehr so richtig wahrnimmt, wo das herkommt. Es ist ein großer, möchte sagen, ein alchemistischer Verwandlungskünstler, während das bei Berio und übrigens auch bei Strawinsky doch sehr hart aneinander geschnitten wird bisweilen. Das Eigene und das Fremde bleibt erhalten, aber Sie haben recht, bei Strawinsky ist der Zugriff auf das Original schon erheblich und er ist darin auch durchaus ein Verwandlungskünstler. Chamäleonartig, er ging ja mit seinen Werken auch so um, aus welchen Gründen auch immer. Denken wir an die verschiedenen Fassungen der Feuervogelsuite, wo aus einem Material dann doch nochmal unterschiedliche Zusammenstellungen entstehen. Das haben Sie allerdings bei den beiden anderen Komponisten auch. Auch, genau. Die Fortsetzung der Werke in andere Werke, durch andere Werke, Boulez hat diesen Begriff verwendet, der Wucherung, dass ein Werk in sich verzweigt in weitere Werke. Das findet man bei Berio auch. Aber es ist natürlich so, alle drei Komponisten haben ihre ganz eigene Physiognomie und sind, so vergleichbar sie auch sind, völlig unterschiedlich.